Google Gemini 3 ist auf dem Markt. Und wenn es euch so geht wie mir, man wacht im Hotel auf und plötzlich am nächsten Morgen ist ein neues KI-Modell auf dem Markt, dann habt's entspannt, denn ich kümmere mich jetzt darum und habe mich die Nacht darum gekümmert, für euch zusammenzustellen, was dieses neue KI-Modell kann und warum das vielleicht spannend ist, auch für diejenigen von euch, die nicht jeden Tag mit Code arbeiten, sondern ganz normal mit KI-Anwendungen. Und was ich euch mit dazu gebe, ist the bigger picture. Hier zeichnet sich nämlich gerade ab, was wir im nächsten Jahr erleben werden, wenn es um KI geht. Und das gucken wir uns heute in dem Video an. Also. Wir waren gestern im Auto unterwegs und genau dann passiert es meistens. Plötzlich kommen die Gerüchte hoch, ich kriege eine Nachricht, hey, Google bringt Gemini raus, das passiert die nächsten Tage. Genau das war es dann. Und dann saßen wir wirklich im Auto am Rechner und haben alles ausprobiert. Und das Spannende bei Google ist, die hauen nicht einfach ein Modell in ihre Chat-App, sondern die haben Gemini in quasi der Gemini-App rausgebracht. Die haben im AI Studio das Ganze logischerweise ausgerollt. Die haben eine komplett neue Applikation rausgebracht, Intergravity, über die reden wir auch. Und sie haben es in der Google-Suche mit implementiert. Das ist das erste Mal, dass Google es mit einem neuen Modell macht. Das ist ziemlich spannend, weil die Google-Suche ist einfach ein heiliges Produkt von Google, was sie normalerweise nur ganz behutsam anfassen. Das will schon echt was heißen. Google gibt tendenziell nie viel Infos über ihre Modelle. Anders als andere, die sagen, hier, wir haben das gemacht, macht Google nicht. Aber was man sofort merkt, und das ist mir direkt gestern aufgefallen, ist, ich gebe etwas ein, was durchaus eine komplexe Anfrage ist, mit wenig Hintergrund und das Ergebnis ist ziemlich gut. Und das liegt daran, dass wenn ein Modell die Thinking-Kapazitäten, also das Reasoning besser kann das Modell auch besser verstehen, was ist der Kontext von mir, dem User. Das heißt, ich kann mit einem schlechten Prompt, was die meisten von uns tun, ein deutlich besseres Ergebnis erzielen. Das heißt, das Modell kann besser nachdenken und auch deutlich besser den Kontext verstehen. Und das ist die Magic, die wir alle erleben, wenn wir mit KI-Apps arbeiten und sagen, das versteht mich einfach so gut. Und es hat das direkt hinbekommen. Das ist eine Kleinigkeit, es wirkt wie eine Kleinigkeit, aber ist enorm sticky im Alltag, wenn man das erstmal hat. Zweitens, ganz klar, die Google-Modelle waren immer schon sehr gut in Multimodalität. Das bedeutet Verarbeiten von Grafiken, Bildern und bildlichen Eingaben. Warum ist das so wichtig? Auch hier kommt es wieder zu diese kleine Magic im Alltag, weil häufig zeigen wir als Menschen irgendwo hin und sagen, siehst du das nicht? Das musst du doch sehen. Und Large Language Models sind eigentlich Sprachmodelle. Das heißt, die müssen sich das übersetzen. Die Google-Modelle können das nativ deutlich besser. Auch das merkt man bei Gemini 3. Und es betrifft halt nicht nur Bilder, sondern Gemini war auch immer schon gut. Ich kann einfach eine Audiodatei reindroppen und bekomme direkt ein Transkript raus. Bei anderen Modellen musste ich halt vorher mit anderen Apps arbeiten. Das heißt, dieses native Arbeiten mit, hey, ich sitze doch an meinem Rechner und lade es einfach rein, was viele einfach in der Anwendung haben wollen, das geht halt deutlich besser. Das ist jetzt noch mal besser geworden. Und das werde ich im Alltag auch weiter ausprobieren. Das ist extrem nützlich. Dann passiert etwas jetzt in den letzten Wochen und Monaten, was immer mehr kommt, nämlich wir haben lange Zeit gesehen, wir fragen was im Chat und bekommen eine Textantwort, wir fragen wieder was im Chat, bekommen wieder eine Textantwort. Und manchmal nervt das unfassbar, weil wir Menschen brauchen Dinge auch grafisch dargestellt, um sie besser miteinander zu verknüpfen. Google nennt das Visual Layouts. Das habt ihr auch teilweise trotzdem schon bei OpenAI in ChatGPT gesehen. Es wird aber hier jetzt nochmal besser, weil dieses Modell eben so gut da drin ist, die Dinge auch visuell besser zu verstehen, kann man jetzt eben auch Sachen rausbekommen, die dort visueller sind. Das heißt, ich denke, wir werden uns in den nächsten Jahren daran gewöhnen, dass wir auf Knopfdruck etwas rausbekommen, wo wir vorher mal eine PowerPoint gebaut haben, eine Website gebaut haben, ein aufwendiges Design gebaut haben, was jetzt standardmäßig einfach generiert wird. Claude nennt das zum Beispiel Artefakte, die rauskommen, Google Visual Layouts. Anyhow, egal wie ihr das nennt, ich finde es super, weil das ist jetzt die Mischung aus, ich habe einen Prompt reingegeben und bekomme ein anderes Ergebnis raus. Deutlich schneller, als ich muss jetzt überlegen, wie baue ich das nochmal händisch um. Und der vierte Punkt ist wichtig und der ist die Überleitung zu einem größeren, spannenderen Thema. Also, Google hat gesagt, das Modell ist deutlich besser im Vibe-Coding. Google hat das jetzt wirklich auch mit reingebaut und gesagt, ja, die App ist besser. Warum? Da sind die ersten 3 Punkte relevant. Besseres Kontextverständnis, besseres Reasoning, Multimodalität. Das heißt, das Modell kann deutlich besser verstehen, wenn jemand davor sitzt, einen Text schreibt, wie muss ich das jetzt in Code umbauen, dass was bei rauskommt. Und Leute, die Ergebnisse sind wirklich krass. Also man kann wirklich einen Prompt eingeben, beispielsweise in Google AI Studio. Das habe ich heute Morgen in einer Session mit unseren 12-Week Pro-Teilnehmern gemacht, die gesagt haben, okay, ich will das mal ausprobieren. Und die hatten die Aufgabe, einfach nur mit einem einfachen Prompt eine App zu bauen. Alle hatten ein Ergebnis nach 15 Minuten. Das ist schon einfach richtig geil. Eine funktionierende App. Das ist das, was Vibe-Coding möglich macht. Und der Vorgeschmack davon ist, dass wir in eine Welt kommen, wo man mit einem Prompt eine fertige App bekommt. Der Teil bringt mich zum zweiten Kapitel und hier wird es echt interessant. Anti-Gravity. Und nein, ich rede hier nicht von dem nächsten Level der Materie im Universum, sondern Google hat gestern auch eine neue App mit rausgehauen. Und man könnte sagen, der Cursor-Killer
Man weiß es nicht. Es ist eine separate App, die ich versucht habe runterzuladen und mich einzuloggen. Das hat mich eine gute Stunde gekostet mit 4 verschiedenen Google-Accounts und dann hatte ich den Zugriff auf Googles neues Agent-Based Coding IDE, Integrated Development Environment. Bin ich da schon drin oder was? Ich bin drin. Und dann kam dieser Screen und ich dachte, boah, geil, ihr seid so krass. Es gibt diese Idee vom Autonomy Slider. Das heißt, wie viel Autonomie gebe ich meiner KI-Anwendung? Wenn man sich das wie so ein Slider vorstellt, Chat, Antwort, Chat, Antwort, Chat, Antwort, ist einfach keine Autonomie. Und wenn ich sage, mach du alles, volle Autonomie. Irgendwo dazwischen vielleicht sinnvoll drauf zu gucken. Die Google Anti-Gravity App fragt am Anfang, wie viel willst du rausgeben? Das heißt, willst du alles annehmen? Willst du volle Autonomie? Willst du Teilautonomie? Und macht das mit so ein paar Fragen im Startscreen. Das heißt, man entscheidet das vorher, man kann es natürlich danach auch noch einstellen. Aber allein die Idee, das zu machen als Einstieg, zeigt, wo es hingeht. Also, ihr macht die Oberfläche auf und dann sieht es aus wie Cursor, aber auf Agent Steroids. Das heißt, alles in dieser App ist darauf ausgelegt, mit Hilfe von Agenten zu coden. Ich kann am Ende eine vollständige App eingeben, gebe einen Prompt rein und in dieser Umgebung wird mir die fertige Applikation gebaut. Nochmal einen deutlichen Schritt weiter, als ich mache mal einen Prompt im AI Studio und ähnliches, sondern ich kann wirklich, genau wie bei Codex von OpenAI, wie bei Cursor oder wie bei Claude Code, mich nachher durch diese App navigieren. Warum ist das so interessant? Also, Google hat eine sehr große Developer-Community. Sehr, sehr groß. The big stuff in den letzten Jahren war das Thema Coding, wenn es um AI ging. Und hier war Google nicht hinterher, aber hat einfach so viele verschiedene Angebote, dass man manchmal denkt, wo bleibe ich dran? Es scheint so, als wenn sie das jetzt zusammenfließen lassen wollen in einer Entwicklungsumgebung, die man benutzen kann, ohne dass man die Google-Welt verlassen muss, aber, und das fand ich interessant, immer noch integriert in die Open-Source-Welt. Sie connecten es nicht nur mit ihrer eigenen Möglichkeit, Sachen auf Firebase zu stellen, sondern auch Supabase, was eine separate Applikation ist. Daran sieht man einfach, Google öffnet sich eben auch anderen in diesem Ökosystem und wird selber zu einem Player wie Cursor zum Beispiel auch. Und das betrifft nicht nur die Einbindung in die Welt, wo man sonst Entwicklung hinspielt, sondern auch die Modelle. Das heißt, ihr habt dort nicht nur die Google-Modelle zur Auswahl, sondern ihr habt auch Modelle von Anthropic zur Auswahl, also definitiv Claude 4.5 Sonnet als super, super geiles Modell. Ihr habt auch das Open-Source-Modell von OpenAI mit drin. Das heißt, ihr könnt auch zwischen den Modellen switchen, wenn ihr in dieser Entwicklungsumgebung arbeitet. So Leute, also ich würde mich freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert, denn ich mache das nicht einfach nur als Hobby, das ist meine absolute Mega-Passion, einmal die Woche das zu machen. Und ich habe eine Firma, mit der wir seit Jahren in diesem Bereich unterwegs sind. Und das hier ist mein Teil, mit euch auf YouTube zu explorieren, was passiert hier gerade. Also abonniert den Kanal und wir machen hier einmal die Woche wirklich ein Deep Dive in das, was ihr braucht, um vom Tutorist zum AI-Anwendungsweltmeister zu werden. Und dann fand ich halt einen Teil spannend. Es ist für jeden runterladbar und es ist kostenlos im Moment. Da sieht man auch den Frontalangriff auf Cursor und Co. In den ganzen Foren, das habe ich jetzt auch bemerkt heute Morgen, alle schreiben ja und dann sind die Credits halt aufgebraucht nach irgendwie 2, 3 krassen Chats. Ja, das liegt aber daran, es ist ein unfassbar teures Modell und Google ballert das jetzt einfach an alle einmal raus. Es ist mehr als nur ein netter Versuch, in diese Vibe-Coding-Welt reinzukommen. Es ist ein völlig neuer Seitwärtsangriff auf die bisherigen Platzhirsche in diesem Bereich. Ich glaube, dass Cursor zwar einen sehr starken Login-Effekt hat für die User und auch Claude Code, das ist eine sehr starke Userbindung. Merke ich selber auch, wenn ich damit arbeite. Aber jeder Ansatz, der ein bisschen anders ist, ist gut. Warum? Weil wir diese neue Welt gerade erst aufbauen. Das ist das Spannende. The bigger picture ist, wer jetzt gerade genug Atem hat zum Durchhalten, und das sind definitiv Firmen wie Google oder Microsoft, die viel, viel, viel Kapital haben, was sie einfach ausgeben können, die haben einen guten Take. Auch wenn sie diesen Oh-Shit-Moment vor ein paar Jahren mal verpasst haben. Ihr könnt nur gewinnen im Moment. Ihr könnt wirklich nur gewinnen, weil jeder Ansatz, den wir gerade haben, ist, entweder wir haben ein Chatbot oder wir haben irgendeine Coding-App zu tun und es ist nicht mehr so schwer, diese Sachen zu lernen. Und vor allem in der Anfangszeit, wenn das losgeht, macht ihr einen Schritt und der ist nächstes Jahr 10 Schritte voraus. Das heißt, ihr könnt nur gewinnen, diese Sachen auszuprobieren. Macht das unbedingt. Lasst mich in den Kommentaren wissen, was ihr denkt, ob es cool ist und lasst euch bitte nicht vom Ego steuern und sagen, das ist aber alles doof. Da wird sich jemand was bei gedacht haben und es geht darum, rauszufinden, wie es für eure Art von Arbeit funktioniert. Jetzt sind wir ein bisschen in diese Coding-Richtung abgedriftet und
wenn ihr sagt, das ist mir alles zu viel, sage ich, naja, Vibe-Coding heißt eben, dass es normaler wird. Ihr könnt mit einem Prompt eine App erstellen, also ist das jetzt noch Coding oder nicht Coding? Und das Interessante wird sein, wenn irgendwann diese Bausteine zusammenfließen. Und das erleben wir gerade, ja, im Workspace-Bereich. Wir machen ja viel mit Google Workspace, sieht man jetzt diese Flows, die man bauen kann, wie so Mini-Agents, wie bei Microsoft, wo man Agents bauen kann, wie in anderen Bereichen, wo man echte Agents bauen kann. Und es ist alles noch nicht da. Aber das ist das Geile, weil diese Phase können wir mitgestalten, so wie wir es benutzen, wie wir es testen, wie wir es ausprobieren. Und das lohnt sich da wirklich hinzuschauen und das zu lernen und zu verstehen und anzuwenden. Gut, also, this being said, ich freue mich auf Feedback. Schreibt in die Kommentare. Ihr wisst, wir machen einmal die Woche so ein Video und viele von euch gucken das Video hier, weil es euch reingespült wurde. Wenn ihr sagt, das war hilfreich, dann freue ich mich. Wir wollen zusammen mindestens über 100.000 kommen. Vielleicht noch dieses Jahr, wer weiß, wir sind kurz davor. Abonniert den Kanal, teilt das Video. KI macht zusammen mehr Spaß als alleine und wir sehen uns nächste Woche für ein neues Video.